Das verborgene Gemälde. An einem regnerischen Nachmittag beschloss Leo, den Dachboden seines Hauses zu sehen. Es war lange her, dass er dort gewesen war. Mit einer Taschenlampe in der Hand ging er die alten Stufen hinauf. Oben war es dunkel und staubig. Es gab alte Möbel, Kisten und Bilderrahmen. Leo schaute sich um, als er ein besonderes Bild sah. Es zeigte ein Schloss im Hintergrund. Unter dem Bild stand das Schloss der Geheimnisse. Leo nahm das Bild und brachte es nach unten. Als er es genau ansah, bemerkte er etwas. Auf der Rückseite des Rahmens war ein kleines Schloss. Vielleicht ist etwas dahinter, dachte er. Er suchte den ganzen Tag nach einem Schlüssel, aber fand keinen. Dann erinnerte er sich an die alte Uhr im Wohnzimmer. Sein Großvater hatte ihm einmal gesagt, dass die Uhr ein Geheimfach hat. Leo öffnete die Uhr und fand einen kleinen Schlüssel. Er rannte zurück zum Bild und öffnete das Schloss. Hinter dem Bild war ein Umschlag. In dem Umschlag war eine Karte und ein Brief. Das Schloss der Geheimnisse ist im Norden. Folge der Karte und finde die Wahrheit. Leo war sehr aufgeregt. Am nächsten Morgen ging er los. Die Karte führte ihn in einen Wald. Nach einer Stunde fand er eine alte Ruine. Es war das Schloss aus dem Bild. Im Schloss war alles alt und kaputt, aber in einem Raum fand er eine Truhe. Auf der Truhe stand ein Rätsel. Ich bin alt, aber ich halte Wissen. Was bin ich? Leo dachte kurz nach und sagte, ein Buch. Die Truhe öffnete sich. In der Truhe war ein altes Tagebuch. Es gehörte einem Forscher, der über Geheimnisse und Schätze schrieb. Leo nahm das Tagebuch und las es. Die Seiten waren voller Geschichten über verlorene Schätze und mysteriöse Orte. Das ist erst der Anfang, flüsterte Leo. Als er nach Hause kam, las Leo das Tagebuch weiter. Die Notizen waren schwer zu verstehen, aber sehr interessant. Einige Seiten waren alt und abgenutzt. In einer Ecke fand er eine Zeichnung von einem Ort, ein Labyrinth unter einem Berg. Das ist spannend, sagte Leo. Der Forscher hat viele Geheimnisse entdeckt. Aber warum hat niemand davon erfahren? In den nächsten Tagen las Leo weiter im Tagebuch. Er fand einen Hinweis auf einen Schlüssel, der niemals rostet. Dieser Schlüssel soll zu einem verschlossenen Raum im Schloss führen. Ein Schlüssel, der niemals rostet, dachte Leo. Vielleicht ist das der wahre Schlüssel. Eines Abends las Leo weiter und fand einen Hinweis auf ein kleines Dorf. Er beschloss, auch dieses Dorf zu finden. Am nächsten Tag reiste Leo in das Dorf. Es war ein altes Dorf mit vielen kleinen Häusern. Leo fragte die Dorfbewohner, aber niemand wusste etwas über das Schloss oder den rostfreien Schlüssel. Er traf eine alte Frau, die ihm zuhören wollte. »Ah, du suchst nach der Wahrheit, oder?« sagte sie. »Der Schlüssel ist nicht aus Metall. Der wahre Schlüssel ist im Geist. Deine Reise hat gerade erst begonnen.« Leo war etwas verwirrt, aber er wollte weitermachen. Die alte Frau hatte ihm neue Gedanken gegeben. Vielleicht ist der wahre Schlüssel nicht ein Objekt, sondern etwas anderes. Er ging nach Hause und las weiter im Tagebuch. Es war eine Reise, die nicht nur nach Dingen suchte, sondern auch nach Antworten auf die eigenen Fragen. Leo wusste, dass dies der Anfang einer größeren Reise war, eine Reise, die ihn nicht nur zu alten Schätzen, sondern auch zu sich selbst führen würde.